Monatsanfang. Zeit für eine neue Limited Edition aus dem Hause Kobi. Willkommen in der Norpenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute stelle ich euch ein ganz besonderes Set von Kobi vor. Eine Limited Edition und einen zum ersten Mal nicht deutschen Panzer, wo wir auch das Interieur bauen und den Turm abnehmen können. Und von welchem Set spricht der liebe Onkel? Vom Kobi Set 2589, den IS-3 von der Victory Parade 1945 in Berlin. Aber diesen Karton wollte ich euch eigentlich nicht zeigen, aber ich zauber euch jetzt den richtigen daher. So schaut er richtig aus. Wir brauchen noch nicht diesen blöden Umkarton. Was ich euch noch nicht verschweigen möchte, ist, dass wir hier auch noch 4 Persönlichkeiten der Weltgeschichte als Kobi-Minifiguren im Set haben auf einem kleinen Podest. Und es gibt Neuigkeiten, wenn wir über Limited Editions reden. Dafür müssen wir uns aber den Inhalt dieses Kartons genauer anschauen. (1274) Steinchen schwer ist unser IS-3 Berlin Victory Parade 1945 im Maßstab 1:28, das Set 2589. Ich habe es euch versprochen, wir haben hier 4 Minifiguren. Wer das ist, schauen wir uns gleich auf der Rückseite an. Und wir haben hier ein krasses Hintergrunddiorama, den kaputten Reichstag. Den kennen wir heute alle, Gott sei Dank, anders. Es gab schon mal ein IS-3, nämlich das Kobi Set 2492 aus 2016. Review dazu findet ihr hier oben auf dem auf meiner Kobi Playlist. Natürlich werden wir, wenn ich hier später das Set gebaut habe, beide Versionen einmal vergleichen. Jetzt schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir nämlich die 4 Personen. Wir haben General Marie-Pierre Koenig. Ich meine, das war der französische Militärattaché bzw. Botschafter. Wir haben General George S. Patton, ganz berühmter Panzergeneral. Wir haben Herrn Zhukov, auch einen der berühmtesten russischen sowjetischen Feldmarschale, meine ich. Und wir haben den britischen Major General Brian Robertson. Wer, was, wie, wo die Personen waren, dazu später mehr bei den Fakten. Die Fakten bekommt ihr auch später als Infokarte. Und noch wichtig natürlich zu sagen, das Set wird 35 cm lang und 13 cm hoch. Und ich habe es euch gesagt, wir können den Turm abnehmen und reinschauen. Und wir können auch den Motor ausbauen und haben für diesen Sharky V11 Motor einen eigenen Stand. Ja, Stand heißt bodenständig, trotzdem wird unser Panzer jetzt einmal fliegen, denn wir wollen uns den Inhalt des Kartons ja genauer anschauen. Ja, Freunde, und da ist der Inhalt des Kartons auf eurem Bautisch gelandet, auf euren bzw. meinen, nämlich die Tüte 3, die Tüte 4, die Tüte 2 und die Tüte 1 sowie die Anleitung klammergebunden in DIN A4. Und ich habe es euch gesagt, es gibt eine Neuheit. Wir haben das Zertifikat jetzt in so einen Papierumschlag. Schauen wir uns ganz zum Schluss an, machen wir dann auf, wenn wir ins Review gehen. Legen wir also an die Seite. 4 Tüten, nummeriert mit der Setnummer, mit den schönen Kobi-Steinen. Hier in der Tüte 4 sehen wir einen Teil der Figuren, hier bei 2 sehen wir Motor und so weiter und so fort. Packen wir aber an die Seite, denn wir wollen uns einmal die Anleitung anschauen. Die ist klammergebunden, ich habe es euch gesagt, DIN A4 ab 10 Jahren. Wie immer bei Kobi alles Drucke und auch die Anleitung ist in Europa gedruckt worden, finde ich cool. Support your own continent, würde ich sagen. Wir fangen an mit der Tüte 1. So bauen wir mit Kobi-Anleitungen bzw. mit den Steinen. Wir reißen sie auf, machen uns Häufchen, Schälchen, sortieren nach Farbe, Form, wie auch immer, wie ihr das möchtet. Und dann klemmen wir drauf los. Wir beachten nur immer hier diese Legenden. Da sehen wir, welchen Slope, welche Wedge und auf welchem Bracket wir wie wo brauchen. Dann klemmen wir los. Der erste Baustep ist farbig und ab dann ist der aktuelle Baustep jeweils farbig und der davor ist ausgegraut. In diesen Rechtecken mit den runden Ecken sehen wir immer, welche Steine wir brauchen und Pfeile weisen uns den Weg. Wir haben manchmal so kleine Anlegehilfen bzw. extra Fensterchen, wo wir sehen, was wir wie wo klemmen müssen. Auch hier gibt es manchmal so Detailansichten und ihr seht schon, wir haben keine Seitenzahlen, sondern wir arbeiten uns von Baustep zu Baustep, von Bauabschlusshütte zu Bauabschlusshütte durch. Ab und zu gibt es noch kleine andere Legenden. Hier sehen wir sie.
Da könnt ihr sehen, dass ihr hier eine 1x2er Teil, also eine Fliese in 1x2 Noppen, hier anbringen müsst. So braucht ihr sie nur anlegen. Und fertig sind wir dann nach 233 Bausteps, wenn wir die Figürchen zusammenklemmen und auf unsere Siegesparadentreppe stationieren, möchte ich mal behaupten. Der eigentliche Panzer ist fertig mit dem Baustep 215. Da muss dann nur noch der Motor rein. Auf den letzten Seiten dann immer Teileübersichten. Heißt, wenn euch ein Teil fehlt, könnt ihr es gleich hier kontrollieren oder dann auch gleich auf der Webseite hier unten nachmonieren. Hier sind so viele Steine dabei, so viele Anleitungen wie hier zum Schluss nochmal, wie wir die Figuren klemmen sollen, dass wir gar nicht Werbung haben. Haben wir sonst nämlich bei Kobi ganz oft noch in den Anleitungen. Ja, Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten. Es gibt eine Menge zu erzählen. Bleibt dran bis nach dem Speedbuild, dann schauen wir uns das Set genauer an und vergleichen es mit der Vorgängerversion. Und mir wünsche ich natürlich, und ich weiß, das wünscht ihr mir auch, viel Spaß beim Klemmen. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den historischen Hintergrund bzw. Namensgeber des Kobi-Sets 2589, die vergessene Parade. Die vergessene Parade bezieht sich auf eine wenig bekannte Feierlichkeit, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stattfand. Der Zweite Weltkrieg endete in Europa am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Die Alliierten, bestehend aus den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, Großbritannien und anderen, hatten diesen Sieg bitter erkämpft. In vielen Ländern wurden daraufhin Paraden und Feierlichkeiten organisiert, um das Ende des Krieges und den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland zu feiern. Die vergessene Parade war eine spezifische Siegesparade, die in Berlin am 7. September 1945 stattfand. Diese Parade war einzigartig, da sie sowohl von den westlichen Alliierten als auch von der Sowjetunion gemeinsam organisiert wurde, um die Zusammenarbeit im Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland zu symbolisieren. Insgesamt nahmen etwa 5000 Soldaten an der Parade teil, davon 2000 aus der Sowjetunion. Die Parade wurde von marschierenden Soldaten eröffnet, an deren Spitze sowjetische Gardetruppen, denen Abordnungen verschiedener Panzerdivisionen folgten, darunter der britischen 7. Panzerdivision, der französischen 1. Panzerdivision und einer Division der sowjetischen 5. Stoßarmee. Des Weiteren marschierten Soldaten des 16. Kavallerieregiments der US Army. Den Schluss bildete die amerikanische 82. Luftlandedivision. Die Rote Armee nutzte die Gelegenheit, um den schweren Kampfpanzer IS-3 zu präsentieren, begleitet von 52 Panzern der 2. Garde-Panzerarmee. Die Parade fand auf der Straße des 17. Junis statt, die sich durch den Tiergarten in Berlin erstreckt. 1945 hieß die Straße noch Berliner Straße bzw. Charlottenburger Chaussee. Diese Straße war symbolträchtig, da sie direkt zum Brandenburger Tor führt, einem ikonischen Wahrzeichen Berlins. Diese Parade war nicht nur eine Feier des Sieges, sondern auch ein Symbol der Zusammenarbeit und des Friedens. Es war eine Gelegenheit, die Solidarität der Alliierten zu zeigen und den Opfern des Krieges zu gedenken. Bei der vergessenen Parade von 1945 waren einige der prominentesten militärischen Führer und Politiker der Alliierten anwesend. General Dwight D. Eisenhower der amerikanischen Streitkräfte und Field Marshal Montgomery der britischen Streitkräfte sagten leider zur Parade ab, aber schickten ihre Vertreter. Frankreich entsandte General Marie-Pierre König. Dieser war von Juni 1945 bis September 1949 Oberbefehlshaber der französischen Besatzungstruppen in Deutschland und gleichzeitig Militärgouverneur der französischen Besatzungszone. Damit gehörte er auch dem Alliierten Kontrollrat an, der die höchste Regierungsgewalt im besetzten Deutschland ausübte. General Marie-Pierre König und seine Einheiten fochten zum Beispiel im Juni 1942 in der Schlacht von Bir Hakeim 14 Tage erfolgreich gegen das deutsche Afrikakorps und ersparten der britischen 8. Armee unter General Claude Auchinleck ein Desaster.
Die Briten gewannen wertvolle Zeit für ihren Nachschub und konnten sich in den befestigten Stellungen von El Alamein reorganisieren, um so Rommels Vorstoß auf den Suezkanal aufzuhalten. Ein verdieter Mann, und deswegen war er auch in Ämtern und wurde zur Parade entsandt. Die Sowjetunion schickte ihren großen Helden, Marschall Georgi Schukow, einer der ranghöchsten Generäle der Roten Armee und maßgeblich am Sieg über Deutschland, beteiligt. Schukow war eine Schlüsselfigur bei der Verteidigung Moskaus und der Befreiung Berlins. Großbritannien entsandte als Stellvertreter für Field Marshal Bernard Montgomery Generalmajor Brian Robertson. Dieser war später auch Militärgouverneur der britischen Besatzungszone und war Mitglied im Alliierten Kontrollrat in Deutschland. Die USA entsandten George S. Patton, einer der berühmtesten Generäle der damaligen Zeit, auch heute noch in vielen Geschichtsbüchern mit vielen Seiten honoriert. Er ist dadurch berühmt geworden, dass er unter anderem im Ersten Weltkrieg schon kämpfte, im Zweiten dann die nur aus Attrappen bestehende First US Army Group in Südengland kommandierte, um die Deutschen zu verwirren, später aber zum Held wurde, als er mit seinen Truppen die in der Ardennenoffensive bei Bastogne eingeschlossenen amerikanischen Truppen befreite. Zur Zeit 1945 war er Gouverneur in Bayern. Patton hatte einen zweifelhaften Ruf, er war früh schon für ein Bündnis mit den besiegten Deutschland, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen, sollte es der Fall sein. Er war kein Freund der UdSSR. Es zogen schon damals dunkle Wolken am Himmel der alliierten Eintracht auf. Die Spannungen zwischen den westlichen Alliierten und der Sowjetunion begannen zu steigen, was letztendlich zum Kalten Krieg führte. Diese wachsenden Spannungen führten dazu, dass gemeinsame Feierlichkeiten wie die vergessene Parade in den Hintergrund traten. Wenn ihr mehr Fakten zum IS-3-Panzer von Kobi haben wollt, dann schaut euch gern das Review zum Kobi-Set 2492 auf meiner Kobi-Playlist an. Das Review zum ersten IS-3 aus dem Hause Kobi findet ihr rechts oben im Winkel eures Bildschirms. Einfach drauf tippen, dann seht ihr alle Kobi-Videos, die ich gemacht habe, vereint habe in einer Playlist. Nun aber viel Spaß beim Klemmbausteine-Review der aktuellen Limited Edition unseres IS-3s auf der Siegesparade bzw. der vergessenen Parade im September 1945 in Berlin. Freunde, viel Spaß dabei. Nach 3 Stunden 30 Bauzeit steht er da, unser IS-3 im Maßstab 1:28, das Kobi-Set 2589 aus der Historical Collection World War II, die Limited Edition IS-3 Berlin Victory Parade 1945 im Maßstab 1:28. Und Freunde, wir müssen reden. Denn ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben hier einen für mich richtig coolen Panzer, der mir wirklich beim Bauen von Anfang bis zum Ende richtig Spaß gemacht hat. Der sogar ein bisschen eine kleine Bautechnik von seinem Vorläufer übernommen hat und dementsprechend auch eine kleine Schwäche hat deswegen. Aber wir haben noch eine viel größere Schwäche, dazu kommen wir aber gleich. Erst einmal eine der Neuheiten, was ich euch gesagt habe, bei diesem Set ist nämlich zum Beispiel, dass wir das Zertifikat jetzt in so einen Papierumschlag bekommen. Und da sind auch noch Steine drin, die wir brauchen hier für unsere Typenschilder und für den Stand für den Motor. Und deswegen mache ich das mit euch jetzt hier einmal live auf. Ist auch das erste Mal, dass ich so einen Papierumschlag von Kobi habe. Also ich bin jetzt nicht sehr zimperlich, ich reiße ihn einfach auf. Geht auch mit einer Hand nicht so gut. Ist sehr zugeklebt. Die hatten ja neulich im Kobi-Katalogen-Stream bei mir, findet ihr auch oben auf dem i, schon darüber gesprochen, dass Kobi seine Verpackungen deutlich qualitativer gestaltet. Hier jetzt auch diesen Umkarton. Und da ist unser Zertifikat drin. Die 305 habt ihr ja vielleicht am Intro schon gesehen. Dieses papierartige Plastik oder gummiartige Papier, wie auch immer. Richtig schön. Schade ist jetzt natürlich, dass hier so eine DIN A4 Abhefthülse, so eine Hülle fehlt, aber die hat man ja zu Hause weil man ja genug Post immer von Amt und so weiter kriegt. Aber dass sie fehlt, ist schon ein bisschen schade, das war ja wertig. So, und jetzt haben wir hier noch Steine drin, oder müssten Steine drin haben. Ja, da hinten, und die sind eingeschweißt, nämlich unsere beiden Typen Schilder. Die Pappe geht mal an die Seite, ich hole die Schere und dann können wir gleich mit den Typenschildern anfangen.
nämlich hier einmal für unseren Sharky V11 Motor. Kommt dann natürlich hier auf diesem Stand für den Motor. Da ist er, dieser typische Stand mit zwei negativen Jumpern, möchte ich mal sagen, oder einmal zweierteils mit Loch, wo wir den Motor dann reinstecken können. Und natürlich dann unser Typenschild für das gesamte Set mit der Nummer unserer Limited Edition, nämlich hier die 305 gelasert IS-3 Maßstab 1:28 mit diesen schönen sperrigen Namen. Und da haben wir das Datum auch nochmal drauf gedruckt, nämlich den 7. September 1945. Deswegen, weil wir ja dann auch wirklich Kriegsende hatten. Denn Anfang September haben ja das japanische Kaiserreich und seine Verbündeten die Waffen gestreckt. So, das ist das. Ich packe mal das Zertifikat an die Seite. Und jetzt müssen wir über die Steine sprechen, die wir über haben. Ich versuche das hier so ein bisschen aufzubauen, dass wir gleich zum Ende kommen zu dem, was an diesem Set wirklich blöd ist, was ich schon fast an fahrlässig finde. Aber gucken wir erst, was gut ist, dass wir viele Steine über haben, 3 Kettenglieder, viele Bügelperlen, hier so eine abgerundeten 1x1er, ein 1x2er und auch diese Bolzen, sowie auch irgendwo habe ich es gesehen, eine dieser Radkappen, da diese Radkappen auf den Rädern, die so einen kleinen Stud darstellen, aber auch so gedruckt sind wie Radkappen oder Radzierblenden, wie es richtig heißt. Anleitung geht zur Seite, denn in der Anleitung ist eigentlich nichts auszumeckern, außer das, was wir am Ende uns angucken. Deswegen gucken wir uns auch nicht die Figuren jetzt sofort an, sondern wir schauen uns erst einmal das Fahrzeug an, denn das hat mir von Anfang bis zum Ende Spaß gemacht zu bauen. Erst einmal das Highlight natürlich auch hier bei diesem Fahrzeug, dass wir den Turm abnehmen können. Und übrigens sehr schwer hier, der Turm ist sehr, sehr rohrlastig. Wenn man ihn so hochhebt, merkt ihr gleich, whoop, geht nach unten. Wir haben sehr viele Drucke hier am Turm. Wir haben hier sehr viele Haken angedeutet, generell sehr viele Slopes hier und Wedges, damit es so aussieht, damit wir diese runde Form hinbekommen. Sieht ja aus eigentlich wie so ein Schopflöffel, wenn ihr mal guckt, ne? Als wenn ihr so Nudelwasser auskippen wollt, also oder Suppe schöpfen möchtet. Also so sieht der Turm aus, haben auch schon viele Historiker gesagt. Viele Drucke, hier oben auch Okulare. Wir haben eine große Klappe hier vorne, wo wir Figuren reinstecken können. Wir haben leider kein Flak-MG, aber ist nicht weiter schlimm. Es ist auch eher so eine Nachrüstung gewesen der Modernisierung später. Hier haben wir sogar so runde Slopes, Eck-Slopes. Also diese Form ist wirklich gut gelungen mit diesem langen Rohr. Und dieses lange Rohr, diese Bautechnik ist fast die gleiche wie beim Vorgänger. Zeige ich euch aber gleich bei der 2492. Und von unten dann wieder so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, Technik angedeutet, hier Funkgeräte oder Turmsteuerung und Sitzmöglichkeiten, natürlich nicht maßstabsgetreu, denn da würde noch nicht mal eine Lego Nano-Figur richtig hinpassen. Schauen wir uns den Innenraum des Panzers weiter mal an. Erst einmal ziemlich cool ist diese Form hier vorne, diese schräge Form, die ist richtig gut geworden. Hat man ja gemacht, damit, wenn ein Geschoss ankommt, es nicht mehr Richtung Panzerturm abgeleitet wird, sondern Richtung links und rechts. Generell ein Fahrzeug, was ja sehr viele Schrägen hatte, sehr viele schräge Schweißungen. Somit musste man gar keine Panzerung erhöhen, denn mit einer schrägen Panzerung ist ja die Wirkung eh besser, doppelt kann man fast sagen. Da gibt es mathematische, physikalische Rechnungen, da wisst ihr besser Bescheid als ich. Aber auch schön gelöste Bautechnik, denn wir haben hier drinnen, das kann man vielleicht gar nicht so gut sehen, da hinten sogar Bedienelemente, also ein 1x2er Round-Teil oder abgerundetes Teil mit Lenkrad und Drehzahlmesser und so weiter, wobei Lenkrad ja nicht stimmt, hier angedeutet. Also wir haben hier wirklich eine Bautechnik, die ist richtig cool, damit wir diese Schräge hinbekommen. Und hier ist der Fahrersitz, der ist umgeklappt, der geht eigentlich hoch. Kleiner Nachteil ist, dass diese Geschosse, die wir zusammenstecken, die bei diesem Fahrzeug im Original ja auch zweiteilig waren, also Geschoss und Triebladung, beziehungsweise den Einschlagskörper und Triebladung, die sind zu locker für diese Löcher, für diese Technikbricks, die wir haben, und da fallen die leicht raus. Ihr seht es gleich hier wieder, da es fällt wieder raus. Sonst schöner Innenraum, etwas spartanischer finde ich als beim Tiger. Schauen wir uns auch gleich zum Vergleich noch einmal an. Trotzdem finde ich es ziemlich cool. Ihr seht hier mit Brackets gearbeitet, ganz viele Gadgets und Highlight
Ich muss mal kurz das Geschoss hier rausmachen, sonst fliegt es uns rum, wenn ich ihn gleich umdrehe. Highlight ist auch hier diese angedeutete Radaufhängung vom Fahrzeug. Das hat richtig Spaß gemacht zu bauen. Ich drehe es mal um. Da fliegt das nächste Geschoss raus. Ihr seht auch hier diese versetzte Bauweise. Richtig cool, damit wir hier diese Radaufhängung hinbekommen. Das sieht klasse aus. Und es rollt auch ziemlich gut, was aber halt auch an diesen großen Kettengliedern liegt. Hier haben wir auch wieder Drucke. Und an der Seite haben wir hier einen Fuchsschwanz aufgedruckt und von hinten noch ein paar Luken sowie eine Rohrhalterung für die Marschrichtung. Also wenn das Fahrzeug verlegt wird, dann ist der Turm in die Richtung gehalten. Der Fahrer sitzt ja eh hier vorne und das sieht ziemlich cool aus, sowie die Zusatztanks. Also das ist cool. Und was noch cool ist der Motor und wir kommen sogar relativ leicht dran. Wir müssen nur hier oben gucken, dass wir drankommen. Also hier haben wir abgerundete Steinchen und können die Klappe abmachen, die allerdings auch hier wieder schön bedruckt ist. So, und dann können wir in den Motor reinschauen, den berühmten Motor, der ja bis auf den T34 quasi zurückgeht und man sagt, dass er angelehnt ist an andere Nationsmotoren. Hispano Suiza sagt man ja zum Beispiel aus der Schweiz und dass der Motor auf jeden Fall irgendwie historisch mal, also quasi die Gründungsväter oder die Vorlagen des Motors, Flugzeugmotoren gewesen sein sollen. Aber bis heute ist dieser Motor ja quasi in aktuellen Fahrzeugen verbaut, in verschiedensten Varianten und Weiterentwicklungen. Und da ist dieser Motor, schöne Drucke, hier auch andere Ventile dran gebaut, hier vorne dieses Getrieberad, denke ich mal, soll es sein. Also dieser Motor hat richtig Spaß gemacht zu bauen. Der macht mir auch viel mehr Spaß zu bauen als die deutschen Maybach-Motoren, muss ich sagen. Und dann seht ihr hier, kann man ihn mit diesen negativen Steinen bzw. mit den Jumpern hier unten auf diesen Stand packen. Finde ich cool. Ob er jetzt so gehört oder so, andersrum, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Ich mache ihn jetzt einmal andersrum nochmal für euch. So, mir gefällt er, finde ich richtig klasse. Also, Spaß gemacht hat der Panzer hier auf jeden Fall. Der Innenraum ist cool, auch hier diese Metallic-Steine zum Hoch- und Runterdrücken. Die Bautechnik hier auch mit Hinges so weiter, richtig gut gelöst. Also vom Bauen her macht der richtig Spaß, bis auf diese blöde rumfliegende Munition, die zu klein ist für diese Löcher. Da muss man aufpassen. Also wenn man damit rumfahren möchte, den seinen Kindern zum Schieben gehen möchte, spielen möchte ich nicht sagen, dann bitte passt darauf auf. So, jetzt machen wir den Deckel nochmal drauf. Den Motordeckel einmal hier. So, und den Turm. Und dann sehen wir auch mal, was das für ein Brecher ist. Und damit wir auch vergleichen können, was für ein Brecher das ist, stelle ich euch jetzt mal hier, ganz kurz, wir machen mal das, dass es besser aussieht, so, den alten IS-3 gegenüber. Hier aus 2016 und da seht ihr schon, die Segmente mit dem Rohren, wie man sie baut, sind hier genauso und mit der Zeit sieht man, biegt sich das ein bisschen durch. Also die Bautechnik hier am Rohr ist die gleiche wie beim aktuellen Modell, nur man muss aufpassen, wie gesagt, mit der Zeit biegt sich das dann durch. Hier haben wir noch andere Bautechniken. Also man sieht schon, dass dieser IS-3 eine richtige Evolution ist, eine richtige Weiterentwicklung. Hier haben wir Radaufhängungen, hier haben wir diese typische, ja, etwas ältere Kobi-Bauweise mit diesem schwarzen Block und diesen Rädern und diesen Gummirädern, die mit der Zeit sogar ein bisschen ausbleichen. Und ich glaube, wir haben hier auch nur ein Motorformteil oder haben wir hier auch einen gebauten Motor? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Nein, da haben wir diese Motorformteile. War damals, zu der damaligen Zeit, als dieser Panzer hier rauskam, eines meiner absoluten Lieblingspanzer. Und ich glaube auch hier, der IS-3, der neue, kann es gut werden. So, jetzt haben wir uns mal das grob den alten angeguckt. Jetzt möchte ich euch mal zum Vergleich den 131er Tiger gegenüberstellen. Da sehen wir halt auch mal, was das beide für Brecher sind. Der Tiger natürlich massiv, wir kennen ihn, und der IS-3 massiv auch in der Länge, aber ziemlich flach, also eine sehr moderne Bauweise. Ich kann euch sagen, die Alliierten waren ziemlich geschockt, als dieses Fahrzeug rauskam, als sie es zum ersten Mal gesehen haben auf der Siegesparade in Berlin damals. So, ich packe die beiden Panzer mal zur Seite. Wir stellen den hier wieder in den Fokus. Beziehungsweise nein, wir schieben ihn auch mal zur Seite, denn ich rede zwar noch über ihn, aber eigentlich will ich euch ja das hier hinten zeigen. Ganz wichtig, dieses Fahrzeug hatte einige technische Mängel, war auch nicht lange im Dienst. Ich glaube, 2311 Einheiten wurden gebaut. Der Motor war zu schwach für dieses schwere Fahrzeug. Auch diese gegossenen bzw. geschweißten Platten haben, geschweißt waren die Platten, der Turm war gegossen,
haben mit der Zeit ja schlechte Schweißnähte gehabt und somit waren sie auch nicht mehr ganz so stark, wie das eigentlich so vermutet wurde. Ja, später hat man dann noch das Fahrzeug modernisiert und den Motor vom T54 eingebaut. Der war schwächer, aber zuverlässiger als das, was hier 4445 bei diesem Fahrzeug verbaut und entwickelt wurde. Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Highlight, was man denkt, nämlich die Minifiguren unserer historischen Persönlichkeiten sowie diesen Stand. Aber ich kann euch gleich sagen, dieser Stand ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, was Kobi sich dabei gedacht hat, denn hier ist ein riesengroßer Baufehler drin. Ihr seht es schon hier, der Kübel hier sieht anders aus als da, denn normalerweise ist die Bautechnik, dass man die Fahnen hier mit so einem abgerundeten Tube in diesen Kübel oder Mündungsbremse, kennt man bei Kobi auch, das Teil packt. Und hier unten sollte man eigentlich den Kübel, ich zeige euch das, so aufnoppen. Aber ihr seht, das geht gar nicht. Dafür ist hier der Rand zu dick, man kann das hier gar nicht aufnoppen. Und damit ihr wisst, dass der Block sich hier nicht lügt, zeige ich euch das jetzt in der Anleitung. So, ich habe natürlich jetzt die Kübel andersrum gemacht und versucht dann die Fahnen so reinzustecken, aber so halten die Fahnen natürlich überhaupt nicht. Und in der Anleitung, ich suche es euch kurz raus, ist es genau, wie ich es euch gesagt habe, beziehungsweise man sieht es hier ja schon, schaut mal, da. So, und so passt das auf gar keiner Weise. Und wir haben uns hier nicht verbaut, ich habe das auch schon von anderen Leuten gehört, die die Treppe gebaut haben. Also hier, da seht ihr es, das passt absolut gar nicht. Man muss eine Noppe höher setzen, das vielleicht, dann passt es vielleicht. Also so ist es nicht machbar. Ich weiß nicht, ob Kobi dieses Fahrzeug wirklich einmal, beziehungsweise das Fahrzeug vielleicht schon, aber diese Treppe einmal in echt zuerst gebaut hat. Also keine Ahnung. Fangen wir aber mit den Figuren an. Ihr kriegt sie natürlich wie immer rechts in groß. Hier haben wir Herrn Schukow, den Sieger von Stalingrad, den Befreier von Berlin mit seinen vielen, vielen Orden. Man sagt übrigens nach, dass dieser Herr dafür bekannt ist, dass er diese berühmten menschenverachtenden Fleischangriffe erfunden hat. Diese, ja, wir schmeißen die Menschen so lange an die Front, bis wir dadurch was erreichen, Taktik, sagt man, kommt von Herrn Schukow. Wird ja leider bis heute so eingesetzt. Schade. Auch übrigens sagt man, aber das ist nicht ganz bewiesen, dass er einer der Verfechter des Präventivangriffes auf Deutschland gewesen wäre. Also wäre nicht der böhmische Gefreite ihm oder ja, ihm zuvorgekommen, hätte er halt angegriffen oder würde angreifen. Das sagt man so, ist aber historisch nicht ganz so bewiesen. Möchte ich auch nicht spekulieren, das habe ich nur gelesen. Ich finde die Figur aber trotzdem ziemlich cool, sehr, sehr viele Orden. Ich kann jetzt nicht alle Orden hier wiedergeben, dazu bin ich zu wenig in einer, sagt man da Heraldik? Weiß ich gar nicht. Da müsst ihr mir mal sagen, ob die alle so historisch korrekt sind. Er ist auf jeden Fall voller Lametta, das sieht cool aus. Auch hier die typischen großen Stiefeln, wie das für so einen Marschall sich gehört. Kommen wir zu Brian Robertson, den stellvertretenden Militärgouverneur der britischen Besatzungstruppen in Deutschland. Ich hätte mir ganz ehrlich, das ist jetzt nicht böse gemeint an alle, die diese Figur mögen oder kennen, natürlich lieber Monty gewünscht, wenn wir hier bei dieser Siegesparade schon dieses als historisches Vorbild haben, denn eine Monty-Figur wäre natürlich cooler gewesen. Trotzdem sieht sie gut aus, auch ziemlich viele Orden, diese typische britischen roten Streifen hier mit dem Leder, typischer Schnauzbart der Zeit für Briten, sieht man oft und auch diese Riemen über die Uniform, das gefällt mir und auch hinten die Riemen bedruckt. Also alles an sich eine richtig coole Kobi-Minifigur. Kommen wir dann zu den Namen, den ich wahrscheinlich am meisten falsch ausspreche. General MP König, das ist nämlich der Oberbefehlshaber der französischen Besatzungstruppen in Deutschland gewesen. Hier oben auch so ein 4-Sterne-General, würde ich mal sagen. Schön typisch mit diesem französischen Képi und auch so ein Gürtel über diese olivgrüne Uniform und auch einige Auszeichnungen darunter. Wie das gehört, weißes Hemd, schwarze Krawatte und die Hinterseite ist auch bedruckt, sowie hier die Ärmel, die Litzen, finde ich richtig cool und er hat schwarze Halbschuhe. Kommen wir aber zum absoluten Highlight und warum ich dieses Set auch haben wollte. Das ist nämlich hier Herr Patton, der Herr, der General war, vor dem die Deutschen am meisten Angst hatten, der Oberbefehlshaber der Schattenarmee in Südengland. Wir haben hier oben auch seine Auszeichnungen für die Armored Division, der Panzergeneral par excellence, Herr Patton, der
zu dem damaligen Zeitpunkt der militärische Verwalter bzw. Militärgouverneur war von Bayern. War ja eine amerikanische Besatzungstruppe. Also über diesen Herrn alleine könnte man ein ganzes Video machen. Also eine richtig coole Minifigur, gut bedruckt. Der hat ja so einen Knickerbocker getragen, Gürtelschnalle hier, da seine ganz, ganz vielen Auszeichnungen. Der Helm, auch 4 Sterne, das A und hier das Abzeichen der Armored Division. Also richtig, richtig gute Minifigur. Und was jetzt noch hinzukommt, Freunde, und wir schalten nochmal ganz scharf auf unser Stand, auf unser Siegertreppchen, das zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz, aber es ist nicht der Rede wert, weil es ja nicht richtig funktioniert. Wir haben natürlich hier tolle Drucke, wir haben hier eine rote Fahne ohne Stern, gut, und sonst haben wir hier die französische, britische und US-amerikanische Flagge, und ihr seht schon, hier andersrum hält dieser Topf auch gar nicht, der ist mir gerade wild durch meine Wohnung geflogen. Was auch schwierig wird, ist übrigens hier die Figuren draufzustellen, denn hier oben kommen sie sich so ein bisschen ins Gehege, weil wir hier diesen Jumper, da fällt die nächste Fahne ab, den Jumper so an der Seite haben. Wir müssen also die Figuren so ein bisschen drücken, dass wir sie so reinpacken können. Also sie berühren sich so ein bisschen an den Armen. Und wie gesagt, ja, die Fahnen halten nicht das, was sie versprechen. Ich hätte euch jetzt gerne hier ein schöneres, besseres Abschlussbild gegeben. Aber Abschlussbild ist ja das Stichwort, Freunde. Ihr bekommt jetzt Detailbilder von unserem Paradestand hier mit den Fahnen, mit den 4 historischen Herren und unserem IS-3. Und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle, wenn ihr meine Videos verfolgt, kennt ihr das, Detailbilder des aktuellen Sets, was ich hier gebaut habe, und seinem alten Vorbild, also der 2589 und der 2492 des IS-3 von Kobi. Ich möchte diese kleine Stelle aber nutzen, etwas Werbung zu machen für das Deutsche Panzermuseum in Munster, wo ich ja angehendes Fördermitglied bin, und die haben gebeten, in allen möglichen Social-Media-Kanälen und Videos ein bisschen Werbung zu machen, denn dort ist ja eine neue große Katze, ein Tiger 1, ein Panzer 6 in deren Ausstellung geliefert worden, eingerollt, reingeschoben. Also ein echter, wer sich auskennt im Deutschen Panzermuseum in Munster, die hatten bis jetzt ja nur einen Decoy, also eine Attrappe in Anführungszeichen, die von der Bundeswehr lebensecht zwar aufgebaut wurde, aber trotzdem halt ein Plastik, ein Frankentiger war. Jetzt haben sie also einen echten Tiger 1 da stehen. Das heißt doch für uns alle nichts wie hin ins Deutsche Panzermuseum nach Munster. Ich verlinke euch das Deutsche Panzermuseum von Munster unten in der Videobeschreibung, ist doch Ehrensache, und vielleicht trifft man sich ja mal. Ich muss dort auch viel, viel öfter hin, denn dort gibt es natürlich auch sowjetische Panzer, wie hier unseren IS-3 zu sehen. Natürlich jetzt nicht den IS-3, den ich jetzt hier gebaut habe, aber auch andere Fahrzeuge und alles rund um Panzer, ihre Geschichte, ihre Einsatztaktiken und so weiter und so fort. Und mit Herrn Rath gibt es auch immer einen tollen Videopräsentator auf deren Videokanal. Verlinke ich euch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich mich darüber aufrege, dass diese Empore hier Murks ist. Und das Einzige, was ich lieb habe, was Murks sein darf, ist meine Katze, denn die heißt Murks. Kenner wissen das, die diesen Kanal verfolgen. Ich bin echt enttäuscht, denn ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen veräppelt. Ich bin Limited Edition Sammler vom ganzen Herzen wegen solchen Goodies. Wir haben hier 4 coole Minifiguren, klar, aber diese Empore ist blöd. Mit diesen Fahnenmasten, die nicht halten, beziehungsweise mit den Töpfen, die man gar nicht richtig aufnoppen kann, das kann Kobi eigentlich besser. Das ist man sonst nur von chinesischen Zusammenstellern gewöhnt, die Mocs einfach blind nachbauen. Hier echt schade. Denn es gab Bilder, wo dieses Fahrzeug hier quasi in der Qualitätskontrolle war. Dieser Stand war es nicht. Und nochmal, für jemanden, der extra Geld ausgibt, weil er dieses Goodie haben will, ist es traurig. Auch traurig, dass man diese Fahne dann nicht so aufnoppen kann, wie man will, bzw. aufklemmen. Die ist nämlich in der Anleitung auch nochmal anders. Hier unsere amerikanische Flagge. Echt schade. Sonst ist dieses Set hier eigentlich richtig cool. Es hat mir von Anfang bis Ende Spaß gemacht. Ich habe es euch gesagt. Diese Aufhängung finde ich cool. Die hatten wir so ähnlich schon mal beim IS-2. Den hole ich mal rein. Da haben wir auch schon hier so eine Aufhängung angedeutet, typisch russisch, sowjetisch vielmehr. Finde ich richtig gut. Das hat mir gefallen. Und auch die Entwicklung zum IS-3, den alten, auch richtig toll, denn wir haben hier ein flacheres und schrägeres Fahrzeug und auch die Bautechnik mit der Schräge hier vorne. Ich habe euch das vorhin alles beim Review gesagt. Das Fahrzeug ist so Zucker. Und auch im Vergleich zum anderen 1:28er Fahrzeug, was wir gerade aktuell haben, nämlich zum Beispiel hier unseren Tiger 131, wo man ja auch das Interieur sehen kann, ist wirklich
ja, da braucht sich der IS-3 nicht verstecken. Nur dieser blöde Stand. Also ich kann euch jetzt die Limited Edition natürlich nicht empfehlen. Wartet, bis es den IS-3 so normal zu kaufen gibt. Da habt ihr auch die Infokarte gesehen, dann wisst ihr, was alles in diesem Fahrzeug ist. Und wo man so ein Fahrzeug kaufen kann, findet ihr ja eh wieder unten in meiner Videobeschreibung mit sogar Rabattcode. Schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr gerade dabei seid, dann schreibt bitte auch einen Kommentar zu diesem Set, zu meinem Video, zu meinen Videos und was euch alles einfällt, gerne unten in die Kommentare, denn ich tausche mich da gerne mit euch aus und ich antworte auch auf jeden Kommentar. Denn das ist der Grund, warum ich diese Videos mache. Und eine Info gebe ich euch noch mit. Ich verlinke immer, wenn ich kann und wenn ich es auch brauche, diese Bücher aus dem Motorbuchverlag hier aus Stuttgart. Das ist hier der Typenatlas für sowjetische Panzer. Und da schaue ich immer ganz gerne nach, wenn ich hier Fakten brauche für solche Videos. Findet ihr unten in der Videobeschreibung, müsst ihr mal gucken, falls es euch interessiert. Ja, das war eine ganze Menge, über eine halbe Stunde, aber ihr habt mir bei meinen letzten Videos gesagt, bei Limited Editions darf es ruhig mal ausführlicher sein. Deswegen auch nochmal ein Herz von mir an alle, die mir auf meine Frage geantwortet haben. Danke, dass ihr hier so schön mit mir kommuniziert. Ich wiederhole mich da, das ist mein Diesel für meinen russischen Motor hier, mein Antrieb, um mal in dieser Panzersprache dieses Sets zu bleiben, für diesen Kanal, mich mit euch zum Thema Kobi auszutauschen. Und vielleicht tauscht ihr euch auch mit anderen zum Thema Kobi aus, zum Thema anderen alternativen Klemmbausteinen und teilt dieses Video auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen. Ja, ich bleibe dabei bei einem Panzer, was ja eigentlich nur ein großes Auto mit Ketten ist. Ich wünsche euch eine gute Fahrt, bleibt gesund, seid friedlich, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.